über Gefühle sprechen. Hallo Tom, du siehst heute ein bisschen müde aus. Geht es dir gut? Hallo Mia, danke, dass du fragst. Ich bin heute ziemlich erschöpft. Ich habe schlecht geschlafen. Oh nein, warum konntest du nicht gut schlafen? Ich war nervös wegen der Prüfung. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Das kenne ich. Ich bin auch oft nervös vor Prüfungen. Aber jetzt ist sie vorbei, oder? Ja, zum Glück. Jetzt bin ich erleichtert, aber auch ein bisschen unsicher. Ich hoffe, ich habe bestanden. Du hast viel gelernt. Bestimmt hast du es gut gemacht. Ich drücke dir die Daumen. Danke, Mia. Und wie fühlst du dich heute? Eigentlich ganz gut. Ich bin heute sehr zufrieden. Ich habe einen netten Brief von meiner Oma bekommen. Oh, wie schön. Das freut mich für dich. Danke! Es ist schön, wenn jemand an dich denkt. Jetzt erkläre ich Ihnen die neuen Vokabeln zum Thema. Die Prüfung, Erklärung, eine wichtige Testsituation in der Schule oder Uni. Beispiel: Ich bin nervös wegen der Prüfung. Die Nacht, Erklärung, die Zeit zwischen Abend und Morgen. Beispiel: Ich habe die ganze Nacht gelernt. Der Brief, Erklärung, etwas Geschriebenes, das man per Post bekommt. Beispiel: Ich habe einen netten Brief von meiner Oma bekommen. Die Oma, Erklärung, die Mutter von deinem Vater oder deiner Mutter. Beispiel: Ich habe einen Brief von meiner Oma bekommen. Müde aussehen. Erklärung, so wirken, als ob man wenig geschlafen hat oder erschöpft ist. Beispiel: Du siehst heute ein bisschen müde aus. Schlafen, Erklärung, was man in der Nacht macht, um sich auszuruhen. Beispiel: Ich habe schlecht geschlafen. Drücken, Erklärung, man wünscht jemandem Erfolg. Beispiel: Ich drücke dir die Daumen. Lesen, Erklärung, etwas Neues üben, zum Beispiel für eine Prüfung. Beispiel: Ich habe die ganze Nacht gelernt. Denken an jemanden, Erklärung, wenn jemand in deinem Kopf oder Herz ist. Beispiel: Es ist schön, wenn jemand an dich denkt. Hören Sie sich den Text jetzt noch einmal an, aber diesmal ohne Untertitel. Hallo Tom, du siehst heute ein bisschen müde aus. Geht es dir gut? Hallo Mia, danke, dass du fragst. Ich bin heute ziemlich erschöpft. Ich habe schlecht geschlafen. Oh nein, warum konntest du nicht gut schlafen? Ich war nervös wegen der Prüfung. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Das kenne ich. Ich bin auch oft nervös vor Prüfungen. Aber jetzt ist sie vorbei, oder? Ja, zum Glück. Jetzt bin ich erleichtert, aber auch ein bisschen unsicher. Ich hoffe, ich habe bestanden. Du hast viel gelernt. Bestimmt hast du es gut gemacht. Ich drücke dir die Daumen. Danke, Mia. Und wie fühlst du dich heute? Eigentlich ganz gut. Ich bin heute sehr zufrieden. Ich habe einen netten Brief von meiner Oma bekommen. Oh, wie schön. Das freut mich für dich. Danke! Es ist schön, wenn jemand an dich denkt.